Willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez, dieses Mal aus Treptow-Köpenick. Er ist der südöstlichste und der größte Bezirk Berlins mit dem meisten Wasser und den meisten Grünflächen, quasi die Lunge der Stadt. Und einst trieb hier auch der Hauptmann von Köpenick sein Unwesen. Heute besuchen wir die MyTheo-Bildungsinitiative, schauen uns auf einer Event-Location mitten auf der Spree um und treffen Studenten, die einen fahrerlosen Rennwagen konstruieren. Und weil ich so gerne fotografiere, werde ich den ein oder anderen Schnappschuss selbst beisteuern. Hallo Silvia. Hallo Robert. Ich bin Robert. Guten Tag. Hallo, ich grüße dich. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir heute bei euch vorbeischauen, weil ihr so eine besondere Bildungsinitiative seid. Genau. Und du vertrittst MyTheo. MyTheo e.V., genau. Und dieser Verein hat die Initiative Die Erde mein Zuhause und wir vernetzen quasi Grundschüler zum gemeinsamen Unterricht. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also zum Beispiel ganz einfach, dass sie eine gemeinsame Unterrichtsstunde haben im Rahmen zum Beispiel des Sachkundeunterrichts, dass wir via Mobiltelefonie und Videotelefonie nach Brasilien schalten, die Kinder sich sehen und dann austauschen. Was habt ihr für Tiere? Was haben wir für Tiere? Was habt ihr für Pflanzen? Was haben wir für Pflanzen? Und da gucken die Kinder dann schon ganz erstaunt, wenn die Löwenäffchen dort um die Schule turnen und unsere Kinder, die natürlich nur... Eichhörnchen, und bei uns gibt es Eichhörnchen und Spatzen. Wie funktioniert das mit den Sprachen dann? Wenn ich jetzt die Deutsch und drüben Portugiesisch habe in dem Beispiel genau. Die Erwachsenen helfen. Also für die Lehrer ist Pflicht, dass Englisch vorhanden ist, sodass sie eben auch entertainen und übersetzen können. So was habe ich noch nie gehört, dass es so was Globales gibt. Am Fuße dieser Brücke, auf der wir gerade lang gelaufen sind, findet sich der Weltspielplatz wieder. Was genau hat das mit dem Ort auf sich und was hat der mit eurem Verein zu tun? Also die Idee stammt wieder von den Theo-Kindern, die gesagt haben, es ist ja auch schön, die Welt spielerisch zu erleben. Und hier erleben sie etwas Typisches über die Kontinente. Und der Grundstein sind dann die Wünsche der Kinder. Das ist schon ein ganz schöner Gedanke. Genau. Warum denn eigentlich Treptow-Köpenick? Wir haben hier angefangen, haben hier Geschichten ausprobiert. Viele Initiativen sind hier in diesem Bezirk und Theo hat eben auch eine Heimstätte letztendlich immer im Parkcenter Treptow gehabt all die Jahre, um dann regelmäßig auch für die Kinder ansprechbar zu sein. Und da gehen wir jetzt hin und treffen mal ein paar von den Kindern, die diese weltweiten Begegnungen regelmäßig erleben. Wir sind gespannt. Leonie, Rahaf und Johann. Hallo erstmal, schön, dass ihr heute da seid. Leonie, du hast schon mal eine Videokonferenz gemacht im Rahmen von Theo und dem Verbund an der Welt nach Russland und Taiwan. Rahaf, du bist schon ganz lange dabei, sprichst auch mehrere Sprachen. Und Johann, bei euch ist sogar die ganze Familie engagiert, besonders auch dein Vater. Genau, ist richtig. Also das sind wirklich 3 Kinder, die uns von Anfang an begleiten, sind ja schon fast Jugendliche jetzt, aber Rahaf kenne ich am längsten, da war sie 3. So lange ist sie schon dabei und hat wirklich verschiedene Schritte des Bildungsprogramms mitgemacht, ganz am Anfang einfach mal zu basteln, bis hin zur 4. Lernkonferenz. Was für eine Lernkonferenz? Könnt ihr mir das erklären? Also eine große Konferenz, wo wir vieles besprochen haben. Also auch die 17 Ziele der UNO. Wisst ihr, was für Ziele das zum Beispiel sind? Zum Beispiel, dass jeder Wasser hat, und also fließendes Wasser. Ja. Weniger Armut. Fällt dir ein Land ein, wo du sagst, da ist es wirklich ganz schwierig für die Menschen heutzutage? Was Armut angeht, was Hunger angeht? Ja, zum Beispiel in Afrika oder so, wo sie nicht mal richtig genug Wasser haben. Wo wir hier ja den Wasserhahn aufmachen und dann kommt da Wasser. Und in Afrika ist es halt nicht so. Es ist einfach so, dass bei den globalen Lernkonferenzen die Länder miteinander verbunden werden und bestimmte Themen erörtern. Das war die erste zum Beispiel zum Thema Wasser und in diesem Jahr zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO, die bis 2030 erreicht werden sollen. Und zum Beispiel diese Forderung, auch die Kinder an die Politik gestellt haben, zum Beispiel, warum werden Lebensmittel, wenn die Früchte einfach nicht der Norm entsprechen, weggeworfen, ja, und solche Dinge. Und das haben wirklich die Klassen ganz toll in den Projektaufgaben erarbeitet und
den verschiedenen Politikern auf der LAN-Konferenz als ihre Wünsche überreicht, um diese Nachhaltigkeitsziele gemeinsam zu erreichen. Und man darf nie vergessen, das wirkt auf Menschen noch mal ganz anders, wenn so junge Menschen wie ihr schon wisst, wie ihr eure Zukunft wollt. Deswegen toll, dass ihr euch engagiert und dass ihr euch heute auch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Dankeschön, Leonie, Rahaf und Johann. Danke, Silvia, auch noch mal. Dann einen schönen Tag noch, ganz viel Erfolg in der Zukunft. Macht es gut. Tschüss. You told me I'm your anchor, I told you you're my bow. Through the wind and fire we tried to hold on. Und nun befinden wir uns auf der Spree und schippern rüber zur Spree-Arche, eine schwimmende Event-Location, auf der man feiern kann und vieles mehr. Was genau man dort noch erleben kann, erzählt uns gleich der Besitzer Frank. Der steht da, winkt freundlich und weiß sicherlich vieles zu berichten. So, bitte um Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen. Na ja, na doch. Aber ich warte noch 2 Meter. Ich mach kein Bier. Das sieht toll aus. Okay. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen fasziniert. Wir sind gerade hoch, man sieht ja, wie gigantisch das ist. Wie viele Plätze fässt das Ganze hier, wenn jetzt hier volle Montur sind, alle sitzen? Also hier oben 50, sage ich immer, unten die untere Terrasse 30. Wow. Und Spree-Arche, das ist jetzt alles dein Ding? Du bist Ja. der Besitzer? Ja. Okay, wie kommt, also erstmal herzlichen Glückwunsch, wunderschöner Ort. Was sagen deine Gäste, wenn sie hierher kommen und Tee essen? Sind die ähnlich fasziniert jedes Mal und sagen, oh, diese Ruhe und wie schön mit dem Blick in alle Richtungen? Na, Oder? die Überfahrt hier macht das ja schon einzigartig. Ja. Ja. Da ist schon erstmal die Faszination da. Da habe ich schon 50% in der Tasche. Ja. So, weil gibt's ja nicht nochmal. Ja. Du hast uns ja gerade, als wir angekommen sind, du hast Fisch unten geräuchert, du hast einen eigenen Räucherofen, aber du hast ja wohl auch mit dieser Spree-Arche die ein oder andere technische Innovation mit verbaut. Ja, das würde ich euch gerne noch zeigen. Dann. Okay, jetzt sind wir hier unten in deinen Kellergewölben oder im Schwimmkörper unter der Spree-Arche. Was gibt es jetzt hier alles zu zeigen? Das ist eine Betonwanne Ja. hier. Die halt gießen lassen von holländischen Experten sozusagen. Die geht einmal rum und auch der ganze Boden. Alles, ja. Das ist im Prinzip in einem Stück gegossen. Wie dick ist das unter uns ungefähr? 20. 20 Zentimeter. 20 Zentimeter Wow. mit Doppeltbewehrung und statisch eben errechnet alles. Und im Schiffsbau sind die größten Kosten immer die Wartungskosten. Alle 5 Jahre raus oder alle 6 Jahre gestrichen, aggressive Anstriche. Fällt bei dir weg. Okay, das war Innovation Nummer 1. Ja. Weiter geht's. Innovation Nummer 2 ist meine eigene Trinkwasseraufbereitung Ja. sozusagen. Ja. Die zieht hier hängt eigentlich nur ein Schlauch in die Spree. Ja. Ja. Die zieht hier das Spreewasser. Das wird hier gefiltert. Dann geht das hier auch noch in eine Ultrafiltration. Die nimmt dann die Hormone und Medikamente, die mittlerweile so im Wasser sich befinden, auch noch raus. Ja. Okay, du machst selber dein Trinkwasser aus der Spree in Top-Qualität. Ja, Und ja. auf relativ wenig Fläche, ne? Ja, ja. Das sind vielleicht so Mhm. 7 Quadratmeter, die du dafür benötigst? Genau. Eindrucksvoll. Okay, Innovation. Hochmoderne Anlage. Also ich funktioniert. bin schon beeindruckt, aber es geht ja noch weiter. Ja, okay. Okay, was gibt's noch? Ja, weil wir beim Trinkwasser sind, mache ich mal hier weiter. Okay, gut. Spreewasser zu Trinkwasser und Trinkwasser zu hauseigenen alkoholfreien Getränken. Also jetzt Cola, Zitrone, Fanta, Orange, Sprite. Holunder, Apfel. Genau. Kriegst du alles zusammen. Wasser, Mineralien, weil das Wasser ist so sauber, da sind nicht mal mehr Mineralien Du musst drin. wieder- Hier wird es wieder mineralisiert. Okay, verstehe. Und dann, ich hatte früher hier Unmengen an Leergut und sonst was. Ja, hast jetzt und dadurch hat es natürlich einen top ökologischen Fußabdruck. Ich habe keine Warenanlieferung mehr oder sonst was. Das geht hier nur über so ein Keck, Ja. wird das gewechselt und liegt eisgekühlt oben am Hahn an. Also das ist Anlage Nummer 2 sozusagen. Beeindruckend. Und jetzt kommt noch was. Ja, jetzt habe ich hier noch die dritte Anlage hier. Also das ist ein Schiffsklärwerk modernster Bauart. Du entnimmst es der Spree, du gibst es der Spree zurück und der Rest wird abgepumpt. Genau. Das ist wirklich clever. Muss man mal. Hast du dir das alleine erdacht? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also es läuft eigentlich sauberer zurück, als es entnommen wird. Chapeau. Sehr, sehr cool. Und oben sieht es auch richtig toll aus einfach. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir den Einblick haben durften. Ich würde sagen, dann viel Erfolg weiter beim Wirtschaften, beim Leute glücklich machen. Wir legen langsam wieder ab Richtung Festland. Ja. To break. Richtig, richtig schön. Be your captain. Nun befinde ich mich vor der Hochschule für Technik und Wirtschaft und treffe mich hier mit Studenten, die an einem Rennwagen arbeiten, der keinen Fahrer braucht. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was sie zu erzählen haben.
Guten Tag, Jungs. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind verabredet. Hallo, ich bin der Robert. Erik. Erik, hallo. Hi, Conny. Conny. Okay, ich muss ganz ehrlich mal eine Sache sagen. Ich habe einen Führerschein in Berlin auch fahren gelernt, aber ich bin seit 5, 6 Jahren kein Auto gefahren. Deswegen habe ich nicht so wirklich Ahnung von dem, was ihr macht. Aber ich habe gehört, ihr baut einen Rennwagen, der keinen Fahrer braucht. Was hat es damit auf sich? Also wir sind ein Team der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Und dies ist unser neuestes Projekt. Ein Driverless-Wagen für die Formula Student. Ja. Das ist quasi die Formel 1 für Studenten. Ein internationaler Konstruktionswettbewerb. Für, sag ich mal, 600 Teams weltweit. 600 Teams weltweit? Mittlerweile nehmen wir fast 600 teil. Also starten dann da 600 Autos bei jedem Rennen oder was? Kommt auf die Events an sich. Das größte ist hier in Deutschland, in FSG Germany, also Formel Student Germany in Hockenheim jedes Jahr. Und da treten dann 120 Teams an. Und ihr habt jetzt hier einen Verbrenner Driverless. Das ist halt jetzt quasi das neueste Projekt von uns und das machen wir seit dem letzten Jahr. Was muss dieser Wagen von alleine denn können als Fahrer? An sich soll er alleine einen Track durchfahren, den er vorher nicht kannte. Und das ist das Interessante. Also du hast nicht irgendwelche Daten im Vornherein von der Fahrbahn, die einfach abläuft wie eine Spur, sondern das Auto muss es selbst finden. Und das ist quasi auch die Kunst, die auch die Fahrzeugindustrie zurzeit auch bewältigen muss mit den Fahrzeugen, die selbst fahren müssen. Ihr seid also die technische Zukunft der Mobilität. Könnte klingt es zumindest. Man scheint recht so stolz zu sein, aber ja. anscheinend auch zu Recht. Okay, ich nehme an, ihr werdet nicht nur zu zweit an diesem Wagen arbeiten. Wie viele seid ihr in einem Team, die daran werkeln? Das Projekt hat in Höchstphasen um die 30 Leute. Okay, und wie lange baut ihr an so einem Wagen hier? Ein Jahr. Die Planung, Konstruktion im Team gemeinsam aus allen möglichen Fachbereichen der HTW. Ich nehme an, dass es hier mehrere Räume gibt, wo verschiedene Dinge passieren. Die werden wir uns bestimmt mal eine kleine Führung machen. Und jetzt beide, hier Jungs, Erik und Conny, wir haben immer noch eine Tradition bei uns, nämlich bei Einfach Dein Kiez gibt es das Kiez-Quiz und tatsächlich etwas zu gewinnen. Das sind immer Fragen, die mit dem Bezirk zu tun haben, in diesem Fall natürlich Treptow-Köpenick. Okay, Frage Nummer 1. Treptow-Köpenick ist der wasserreichste Bezirk Berlins. Wie viele Brücken hat Berlin insgesamt? A. 1700, B. 1500 oder C. 2100? Okay, ich zähle von 3 runter und dann sagt ihr beide die Antwort. 3, 2, 1. 1700. Also 1700, du sagst? B. B. Ja. Guck mal, die kann ich ja. Also, richtig ist A, 1700. So, erster Punkt für Erik. Da musst du noch ein bisschen ran jetzt, Conny. So, als zweites. Was bezeichnet man als Köpenikiade? A, Hochstaplerei. B, Angst vor Flutwasser oder C, Zauberei? 3, 2, 1. B. A, sagst du, Hochstaplerei. Conny sagt B, Angst vor Flutwasser. Richtig ist A, Hochstaplerei. Das kommt vom 1906er Hauptmann von Köpenick. Ja. Weil 1906 gab sich der verkleidete Schuster Wilhelm Vogt als Hauptmann von Köpenick aus, besetzte das Rathaus, verhaftete den eigentlichen Bürgermeister und flieht mit der Stadtkasse. Er kam jedoch nicht weit und wurde verhaftet. 2:0 für Erik, damit Matchpoint. Wenn du jetzt die dritte Frage richtig beantwortest, dann ist die Nummer hier gelaufen. So, die Frage lautet, welche Einzigartigkeit in ganz Deutschland gibt es in Köpenick? A, die meisten Sonnenstudios in einer Straße, B, die kleinste Brauerei oder C, Herkunft des aktuellen deutschen Schachmeisters? Okay, dann die richtige Antwort könnt ihr jetzt sagen in 3, 2, 1. B. Nein. B ist richtig. Kleinste Brauerei ist echt. Die Schlossplatzbrauerei mit bis zu 6 selbstgebrauten Bieren ist die kleinste Brauerei in Treptow-Köpenick. Damit hat Erik gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Don't drink and drive. Ich glaube, es gibt was zu trinken für dich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ja an der Stelle gesagt. Es ist natürlich aus Treptow-Köpenick, bei uns bekannten Wein. Köpenick Weißwein. Der Champagner des Südosten Berlins. So ungefähr möchte ich das bezeichnen. Vielen Dank, Jungs. Ja, vielleicht teilst du Erik, vielleicht teilst du Conny. Ja. Macht's gut, bis ganz bald. Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Wir sehen euch dann bei den großen deutschen Autos. Tschüssi. Ach, Treptow-Köpenick, das ist Natur pur und jede Menge Wasser, wie wir auf der Spreearche sehen konnten. Darüber hinaus haben wir gelernt, wie man die Welt verbuntert und wie Studenten an der Zukunft des Autofahrens werkeln. Abonniert den YouTube-Kanal der Berliner Sparkasse und seht auch die nächste Folge von Einfach Dein Kiez.